ersten Folge von Hashtag Bulle und Bär. Ich bin Carolina, sie ist Svenja und wir möchten heute ein paar Fragen stellen. Genau, und dafür sind wir auf die Straße gegangen. Ganz konkret waren wir am Börsenplatz 4 und wir waren auch am Westend Campus von der Goethe-Uni. Und da haben wir die Leute einfach mal gefragt, was ist eigentlich eine Börse? Kennen sie sich mit Wertpapieren aus? Haben sie vielleicht selber schon mal damit gehandelt? Und wie sind ihre Kenntnisse dazu? Was wir dabei rausgefunden haben, das zeigen wir euch jetzt. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Börse hören? Börse, das bedeutet Stock Exchange, dass man kann Trade machen. Ja, die Börse ist ja klassisch eigentlich für Aktien, kenne ich jetzt speziell. Geld und Aktien. An die Börse gehen? Nichts. Also von Börse habe ich keine richtige Ahnung. Ich denke an die Spekulation. Die Leute verdienen viel Geld oder verlieren viel Geld. Was wird in der Börse gehandelt? Ja, alle Arten von Wertpapieren. Klassiker sind die Aktien. Also die Aktien. Wertpapiere, wahrscheinlich auch Rohstoffe. Sämtliche Firmen, die in Deutschland existieren. Wenn jemand auf dem Markt zum Beispiel ein Brötchen kauft, dann bietet auch der andere ein Brötchen an oder mehrere. Und es gibt dann verschiedene Prinzipien, wo die Sachen eben ausgeführt werden. Und ich glaube, bei der Börse gibt es sowas wie das Mehrheitlichkeitsprinzip oder irgendwas in der Richtung, also wo es am meisten Käufer gibt für ein bestimmtes Produkt. Interessiert mich irgendwie nicht. Sind wir jetzt überfragt? Wir sind zurück in der Frankfurter Börse. Und nachdem wir uns viele Antworten angehört haben, möchten wir nun unseren Experten fragen. Genau, und dafür haben wir Max Ebner hier. Max, du bist ja hier Referent im Besucherzentrum und ich bin mir sicher, dass du uns jetzt einige Fragen beantworten kannst. Hallo, ja, das mache ich sehr gerne. Max, kannst du uns bitte erklären, was eigentlich eine Börse ist? Eine Börse ist nichts anderes als ein Marktplatz. Marktplätze kennen wir aus unserem Alltag. Dort treffen sich Käufer und Verkäufer. Hier an der Wertpapierbörse werden Wertpapiere gehandelt. Das Grundprinzip eines Marktes hat sich über Jahrhunderte nicht geändert. Angebot und Nachfrage bestimmen dort den Preis. So, jetzt haben wir alle verstanden, was ein Marktplatz ist. Aber was wird denn jetzt ganz konkret hier an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt? Hier an der Frankfurter Wertpapierbörse werden, wie der Name schon sagt, Wertpapiere gehandelt. Das bekannteste Wertpapier ist die Aktie, aber wir handeln auch andere Wertpapierarten, zum Beispiel Fonds, ETFs, Anleihen oder auch Zertifikate. Insgesamt kann man an der Frankfurter Wertpapierbörse über 2 Millionen verschiedene Wertpapiere handeln. So, jetzt haben wir schon verstanden, was hier für Wertpapiere an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Aber ganz konkret, Max, was hat denn die Deutsche Börse AG hier für Aufgaben? Die Deutsche Börse AG betreibt den Marktplatz Frankfurter Wertpapierbörse seit 1993. Als Marktplatzbetreiber handelt die Deutsche Börse nicht selbst mit Wertpapieren, sondern sorgt lediglich dafür, dass ein ordnungsgemäßer Handel transparent gewährleistet ist. Die Deutsche Börse stellt die Infrastruktur für den Handel zur Verfügung, sorgt dafür, dass Unternehmen an die Börse gehen können und dass jederzeit Aktien oder andere Wertpapiere gekauft und verkauft werden können. Eine der meist gehandelten und bekanntesten Wertpapiere in Frankfurt ist die Aktie. Aber Max, was ist eigentlich eine Aktie? Eine Aktie ist ein Anteil an einer Aktiengesellschaft. Wenn man eine Aktie erwirbt, wird man Miteigentümer dieser Aktiengesellschaft. Als Miteigentümer hat man auch bestimmte Rechte. Man bekommt einen Anteil am Gewinn. Der wird einmal im Jahr ausgezahlt als Dividende. Und man hat ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung und kann dort Einfluss nehmen auf die Unternehmenspolitik. Hier an der Frankfurter Wertpapierbörse können über 10.000 verschiedene Aktien aus dem In- und Ausland gehandelt werden. Max, vielen Dank für deine Erläuterung. Sehr gerne. Hiermit verabschieden wir uns und freuen uns natürlich auf die nächste Folge von Hashtag Bulle und Bär. Wenn ihr mehr zu dem Thema wie Aktie, Börse oder Wertpapiere erfahren wollt, dann könnt ihr euch auch gerne informieren über das Portal Digitales Lernen von der Deutschen Börse AG. Das gibt es im Internet oder auch direkt auf die Seite gehen von der Börse Frankfurt. Des Weiteren haben wir auch die Capital Markets Academy von der Deutschen Börse AG, die auch weitere Seminare und Informationen zu diesen Themen anbieten. Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, die euch interessieren, dann schreibt uns das einfach in die Kommentare und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dann!